Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, habt ihr vielleicht auch ein Smartphone von Huawei und zwar mit Harmony OS 4 oder 5 vielleicht in dem Fall? Dann seid ihr beim 5er ja schon auf dem Harmony OS Next Level, das heißt nicht mehr auf Android-Basis, sondern auf der, ich sag mal, Eigenentwicklung von Huawei. Beim Harmony OS 4, bei meinem Mate X T ist zum Beispiel so, das ist noch Android-basierend, aber halt eben keine Google-Integration mehr da. Aber ich habe mir gedacht, ich drehe mal ein Video, wie ihr denn auf die Beta-Version von Harmony OS 6 kommt, weil es ist wirklich gar nicht so einfach. Ihr habt vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, auch schon ewig rumgegoogelt, habt euch gedacht, ja okay, in vorn steht drin, ich muss mein Land auf China setzen, in der Huawei-ID und auch im Gerät und dann gehe ich auf Updates. Ja, da kommt auch so ein Patch, den installiere ich dann und dann kommt nichts mehr. Vor dem Thema war nämlich ich auch gestanden und habe mir gedacht, ja okay, wie könnte man es noch lösen oder was ist denn das Problem? Ich habe dann einiges probiert, VPN in China und so weiter und habe dann aber den entscheidenden Punkt selbst rausgefunden und es war ehrlich gesagt wirklich eine 2, 3 Tage Wissenschaft für sich, obwohl es prinzipiell relativ simpel ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber was es genau ist, das zeige ich euch in dem Video und vor allem, was ihr auch von Harmony OS 6 erwarten könnt. Ich habe es nämlich schon mal kurz geupdatet gehabt und habe es entsprechend wieder zurückgesetzt auf Harmony OS 4. Da wird auch ein Backup gemacht, mehr dazu aber gleich. Und dann könnt ihr das einfach mal austesten, wenn ihr es denn wollt. Und dann seht ihr eben auch, wie das neue System ist. Wenn ihr das austesten wollt, muss man aber ganz klar sagen, wenn es nicht euer Hauptgerät ist, ist es, sage ich mal, okay. Wenn ihr es aber eigentlich als Hauptgerät nutzt, dann würde ich eher davon abraten. Ist zumindest meine Meinung. Ich habe es nämlich schon mal kurz ausprobiert gehabt und ja, es gibt so ein paar Punkte. Ich erzähle euch die gleich nach dem Intro, was das alles so ist, was man ein bisschen beachten muss und was sich da halt eben ändert, auch mit Google Apps. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. Und damit willkommen zurück und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was ich bisher gemacht habe und was so die für mich offensichtlichen Einschränkungen waren, warum ich es euch trotzdem zeige, wie ihr auf Harmony OS 6 kommt und zwar wirklich drauf kommt, ohne dass ihr irgendwie noch vorn durchsuchen müsst, was denn alles zu machen ist, wo dann eh nicht funktioniert. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, das Video anzuschauen. Okay, fangen wir an. Harmony OS 6 ist aktuell nicht in deutscher Sprache verfügbar, zumindest bei meinem Mate X T war es so und zum Stand Ende Februar 2026. Die Sprachen kommen immer mehr dazu. Ich habe da auch schon Videos gesehen, da gab es damals nur Chinesisch, Englisch, Koreanisch und sowas, aber mittlerweile gab es eben auch Spanisch, Portugiesisch und so weiter. Also gab ein paar Sprachen mehr, aber eben leider kein Deutsch bisher. Von daher, das soll auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein für euch. Die Entscheidung muss halt einfach da sein, dass ihr mit dem System auf Englisch leben könnt. Wenn ihr damit nicht leben könnt, dann lasst es einfach gleich bleiben. Punkt 2 sind die Google Apps. Ihr verwendet wahrscheinlich jetzt gerade den Aurora Store, wenn ihr Harmony OS nutzt. Und entsprechend wird das Ganze anders ablaufen. Der Aurora Store funktioniert da nicht mehr, aber ihr habt die App Easy Abroad. Interessant ist auch, wenn ihr das Ganze über dieses Backup wiederherstellt, dann wird Easy Abroad automatisch installiert. Easy Abroad ist nichts anderes wie eine Art Containerlösung, so nennt man das halt in der IT, wo entsprechend die Apps in einem gesicherten Raum oder ja, wie in einer virtuellen Maschine, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Hardware und Software zu tun hat, beziehungsweise mit der Hardware natürlich schon, es läuft ja auf eurem Smartphone, aber ihr habt eben so eine Art Emulation von den Google-Diensten und der Apps. Was hat es für einen Nachteil? Ganz einfach, ihr könnt zum Beispiel eure Widgets, ich habe Windy als App mal installiert über Easy Abroad und da konnte ich eben die Windy Wetter Widgets nicht mehr nutzen. Anzumerken ist aber in dem Fall, ihr könnt auf jeden Fall eure Apps nutzen und ich muss sagen, gefühlt waren die Benachrichtigungen auch besser und wirklich punktgenau da. Anders wie beim Aurora Store oder den Apps über den Aurora Store, da hatte ich eben mehr Probleme. Eine andere Thematik ist leider aber auch, dass ihr eben die Apps oft dann auf Englisch habt, weil halt das System Englisch ist. Hat mir jetzt nicht so gestört und es gibt, glaube ich, auch ein paar Optionen, das zu ändern. Da werde ich einfach mal genauer nachschauen.
wenn ich eben auch mal zum Fazit komme, beziehungsweise dem 4 bis 5 Wochen Video zum Mate XT. Deshalb mache ich das Ganze jetzt auch und stelle es nochmal um, weil ich einfach sowohl den Eindruck haben will von HarmonyOS 4 und 6 und eben auch, was bringt denn die Zukunft fürs Mate XT. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass nicht jedes HarmonyOS 4 Gerät automatisch bei der Beta teilnehmen kann. Ihr seht es aber relativ schnell, wenn ihr eben die Punkte befolgt, ob euch eine Beta angeboten wird für den frühen Zugriff oder eben auch nicht. Und entsprechend könnt ihr da auch gleich sehen, ist mein Gerät schon dabei oder auch nicht. Wenn es dabei ist, kommt nämlich sofort die Option, dass ihr die Beta installieren könnt. Gut, wir fangen mal an. Ihr seht schon, ich habe hier HarmonyOS 4.2.0.190 auf meinem Huawei Mate XT Ultimate Design drauf. Wenn ihr eine neuere oder ältere Version habt, ist es in dem Fall irrelevant, weil ihr eben dann über die Updates entsprechend sowieso geupdatet werdet. Entsprechend ist es ja quasi eine Originalsoftware und nichts irgendwas, wo ihr speziell was aufpassen müsst. Was auch wichtig ist, macht noch ein Backup von WhatsApp oder Apps, wo ihr nicht sicher seid, ob die vernünftig übernommen werden oder Daten hinterlegt sind, die ihr braucht. Da wird zwar ein Backup gemacht, aber die meisten Google-Apps müsst ihr komplett neu einrichten. Das soll auf jeden Fall auch noch bedacht werden. Okay, wir gehen in dem Fall zuerst auf unseren Huawei-Account, das heißt in den Einstellungen ganz oben auf euren Account, geht hier auf persönliche Informationen, Land und Region und stellt das auf China. Land und Region wechseln, dann könnt ihr es auf China einstellen und dann passt es auch. Punkt 2, den ihr beachten müsst, ist, ihr geht ganz runter, System und Aktualisierung, geht hier auf Sprache und Eingabe, Sprache und Region. Und da fügt ihr jetzt die Region hinzu, und zwar China in dem Fall, beziehungsweise stellt es um auf China. So, jetzt habt ihr hier stehen, aktuelle Region China. Jetzt ändert sich was, und zwar kriegt ihr nämlich jetzt schon die Beta angeboten, aber damit funktioniert es dann noch nicht. So viel sei schon mal gesagt. Ihr geht dann auf die System- und Aktualisierungen, auf frühen Zugriff, und da kommt jetzt schon die öffentliche Beta-Version HarmonyOS 6. Die könnt ihr mit jetzt beitreten dann aktivieren. Dann kommt ein Patch, der wird dann runtergeladen. Dauert kurz, genau, wichtiger Systempatch. Den installieren wir, es sind nur 31,34 MB. Und jetzt müssen wir den installieren. Genau, das war's. Der Patch ist installiert. Jetzt sucht er nochmal nach Aktualisierungen und sagt, die Software ist auf dem neuesten Stand. So, und das war jetzt der Punkt, wo ich dann in Foren verzweifelt rumgesucht habe und denke mir, ja okay, vielleicht dauert es noch 1-2 Tage, ach vielleicht passt irgendwas noch nicht, ich starte es mal neu, das hat alles nichts gebracht. Es gibt einen Punkt und der ist wirklich relevant dafür, dass das auch funktioniert, und den zeige ich euch jetzt. Ihr geht in die Einstellungen zurück, Sprache und Eingabe, und geht unter Sprache und Region, und jetzt kommt's, und da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Ihr geht in die Sprache hinzufügen rein, gebt China ein, so, Chinesisch vereinfacht, klickt es an und sagt, Systemsprache wirklich ändern auf Chinesisch. Ja, ich kann kein Chinesisch, also ändern. So, jetzt ist alles auf Chinesisch. Ich kann halt nichts mehr lesen. Ich gehe zurück, merke mir das Ganze halt, wo ich da hin muss. Gehen hier nochmal zurück, gehen oben auf den ersten Punkt. Jetzt sucht er wieder nach Updates. Und jetzt kommt das Update. Und es kommt wirklich nur, wenn ihr die Systemsprache auf Chinesisch gestellt habt. Und jetzt, wichtig, ihr könnt nichts lesen. Ihr klickt hier auf das Herunterladen quasi. Ist jetzt übrigens die Version 6.0.0.130, die mir hier angeboten wird. So, jetzt können wir, während das Update runterlädt, schon wieder umstellen von der Sprache. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Einstellungen, gehen auf den dritten Punkt von oben, gehen auf den obersten Punkt, und dann könnt ihr hier auf Deutsch umstellen wieder oder Englisch, was auch immer ihr braucht. Geht auf zurück, habt alles wieder auf Deutsch. Geht in die Softwareaktualisierung und seht schon, so, jetzt ist sogar das Aktualisierungspaket, hier Änderungsprotokoll auf Deutsch, der Rest auf Englisch beschrieben. Das heißt, ihr seht alles in englischer Sprache.
Und nur das funktioniert auch, also lasst euch da nicht irgendwie einreden, ihr braucht einen neuen Huawei-Account oder so, das braucht ihr alles nicht. Ich habe auch meinen, der auf Deutschland eingestellt war vorab, den habe ich einfach auf Chinesisch gestellt, habe die Systemregion auf China gestellt und dann noch die Sprache auf Chinesisch vereinfacht oder traditionell ging auch, das habe ich auch mal probiert, das funktioniert genauso. Wichtig ist, kurz umstellen, rein in die Updates, Update suchen lassen und dann kriegt ihr auch die Version 6.0 angeboten. Ich lasse das jetzt mal laufen, das dauert relativ lang und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, und nach etlicher Ladezeit ist er jetzt so weit, dass er installieren kann. Bei mir hat es jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde gedauert, bis ich bei dem Screen jetzt hier war. Jetzt sind wir hier, wo er dann ankommt, um das Update zu machen. Also er sagt da jetzt auch hier nochmal, ja, dass etliche Apps halt dann nicht mehr so funktionieren vielleicht oder die Apps neu installiert werden müssen, beziehungsweise auch die Harmony OS, das ganze Ökosystem auf einer neuen Basissoftware laufen. Das ist dann eben die Basis von Huawei und nicht mehr die von Android, von Google. Entsprechend sind wir halt da dann auf einer komplett neuen Harmony OS Next Plattform, wie es immer genannt wird. Und das bewilligen wir jetzt hier mal, das haben wir alles verstanden. Wollen zustimmen und fortfahren. Dann sagt er nochmal, ja, im Roaming-Modus, ja gut, wir sind nicht in China, sondern halt in Deutschland, fortsetzen. Und jetzt bereitet er das Ganze vor und wird jetzt dann auch noch ein Backup von dem kompletten System machen. Das zieht sich auch sehr lange. Also beim ersten Mal, wo ich das probiert habe, war das über eine Stunde, wo er da gebraucht hat. Das ist wirklich sehr, sehr lange. Und ungefähr genauso lang dann nochmal, um das Backup auch wieder einzuspielen, wenn er fertig ist mit dem Update. Also das zeige ich euch jetzt dann mal nicht mehr, weil das ist wirklich einfach nur wieder durchklicken, wie wenn ihr bei einem neuen System seid. So, auch hier ist er fertig und startet jetzt das Gerät neu für das Update. Jetzt läuft quasi wirklich der Update-Prozess, den könnt ihr auch nicht mehr in dem Fall stoppen. Aber keine Sorge, ihr könnt auch in den Entwicklereinstellungen wieder zurück auf Harmony OS 4, so wie es ich halt im Vorfeld schon mal gemacht habe. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, irgendwie, mir waren die Risiken alle bewusst, aber mir taugt es irgendwie überhaupt nicht und das macht nur Probleme und irgendwie die Hälfte funktioniert nicht, was ich brauche, könnt ihr zurück. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber auch da muss ich dazu sagen, dieses Backup, wo er gemacht hat, und das kann man ja auch dann entsprechend wieder einspielen. Ja, also es war irgendwie die Hälfte trotzdem wieder nicht mehr angemeldet und so. Also ihr müsst da wirklich viel wieder neu machen, wenn ihr das macht. Von daher überlegt euch auch, wie am Anfang schon gesagt, wirklich gut, ob ihr das wollt. Ja, und damit sagt er Update Success. Das heißt, das Update ist erfolgreich installiert worden. Wie gesagt, Harmony OS 4, das Backup ist noch auf dem Smartphone vorhanden. Das heißt, ihr braucht da keine Angst haben. Aber es ist natürlich immer ein Risiko mit dabei, dass wenn da irgendwas doch mal beschädigt wäre, dass ihr halt nicht zurückkommt. Also lassen wir den jetzt mal noch fertig updaten, ohne dass wir irgendwas drücken. Und da sagt er jetzt auch Update successful, device will restart. Von daher lassen wir das mal neu starten und dann sollte jetzt dann auch der Willkommen-Screen kommen. Also das ist dann wie wenn ihr ein neues Smartphone kauft und neu einrichten müsst, nur dass ihr halt das Ganze vom Backup wiederherstellen könnt. Dann habt ihr zumindest über Easy Abroad schon mal eure ganzen Google Apps quasi installiert. Müsst euch da halt einmal neu anmelden. Und Easy Abroad ist aktuell auch nur auf Chinesisch, aber das geht schon einigermaßen. Jetzt steht hier auch Harmony OS, powered by Open Harmony, also das System, und er macht dann jetzt hier noch irgendwelche Dinge fertig, die ich nicht lesen kann. Da ist er jetzt gerade bei 7%. Das lassen wir ihm jetzt mal noch schnell fertig machen. So, und damit sind wir bei der PIN-Eingabe. Ist nämlich interessant, den PIN fragt er nämlich noch ab. So, dann kommen hier natürlich die Bedingungen, die man zur Nutzung nutzen muss. Das hier würde ich alles mal durchgehen im Schnelldurchlauf. Ich zeige euch das nicht alles, das sind die ganzen Services, die man nicht unbedingt alle braucht. So, dann gehen wir mal auf Weiter. Und jetzt lädt er die Daten, das dauert auch wieder ein bisschen. So, und damit ist er auch fertig. Celia ist quasi die AI von Huawei. Ich werde die mal testen. Entsprechend werde ich auch mal die Daten freigeben. Da habt ihr wieder dieses
kurze Video, wie es wichtig ist, wie ihr euer Trifold in dem Fall faltet. Das habt ihr halt bei anderen Huawei-Geräten natürlich nicht. Und auch da, das brauchen wir alles nicht. Ja, und damit, Freunde, sind wir schon bei HarmonyOS 6 angelangt. Ich klicke mal auf Let's Go und dann seht ihr auch schon den Homescreen. Und auch hier seht ihr eben, das Ganze ist komplett verändert. Ich werde jetzt dann einfach mal die ganzen Apps durchgehen. Und das hier ist übrigens diese Easy Abroad App. Die zeige ich euch mal noch ganz kurz und schnell. Das aktivieren wir, das ist WLAN-Updates und solche Themen, dass er das eben übers WLAN updaten soll. Das lassen wir zu. Und dann, wie gesagt, ist das alles auf Chinesisch. Hier seht ihr es. Aber, wie gesagt, das Ganze funktioniert relativ gut, zumindest zum ersten Eindruck, wo ich hatte, wo ich es mal kurz umgestellt hatte und dann doch wieder zurück bin, um euch das halt einfach nochmal zu zeigen. Ganz wichtig ist aber, dass ihr hier oben rechts, wenn ihr drin seid, einmal auf das Google-Symbol geht, auf Plus zulassen und dann lädt er die Micro-Cheat-Dienste, die ihr vielleicht schon kennt, vom Aurora Store und dann meldet ihr euch mit eurem Google-Konto einmal an und dann könnt ihr auch die App schon entsprechend nutzen. Okay, was ihr danach aber noch machen solltet, einmal ist in die Einstellungen reingehen, geht runter, geht dann auf euer System, ist von der Anordnung her jetzt ein bisschen anders, geht auf Language and Region und sagt Current Region wieder Germany, beziehungsweise ist sogar Deutschland ausgeschrieben, dann wählt ihr einmal Deutschland aus, dann passt nämlich einfach eure Region wieder und bei der Sprache, da zeige ich euch auch mal noch kurz, was aktuell verfügbar ist, Englisch, Chinesisch und dann eben Arabisch, Spanisch, Uigurisch, Tibetisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch und Vietnamesisch. Kein Deutsch aktuell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, wie ihr denn wirklich und zwar sicher auf HarmonyOS 6 kommt und nicht eben nur mit Umstellen auf die Region China und dann im Land China umstellen beim Huawei-Account, sondern eben auch mit der Sprache kurz und dann funktioniert es nämlich auch. Und dann bekommt ihr nämlich auch nicht nur diesen Patch, wo man denkt, oh ja, das hat geklappt und dann kommt nichts mehr, sondern das würde sofort kommen, das Update und eben mit der Sprache Chinesisch kommt es dann auch. Viel Spaß! Wenn ihr auch beim Test mit teilnehmt von HarmonyOS 6, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrung da so ist, was ihr davon denkt. Und ich werde das System auf jeden Fall auf Herz und Nieren jetzt die nächsten Tage prüfen. Das ist ja mein Alltagsgerät, gerade zusammen mit dem Pura 80 Ultra. Und dann werde ich euch mal ein Fazit für die ersten Wochen mit dem Huawei Mate XT geben. Viel Spaß erstmal mit eurem HarmonyOS 6 Update oder eben auch nicht, je nachdem, ob ihr es macht oder nicht. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, ciao.